Moin, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Sebastian Dembinski und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Sektion mit diesen angepinnten Bildern erstellen kannst. Ideal wie jetzt hier, um einfach Teammitglieder zu präsentieren. Dafür nutze ich natürlich auch wieder den Bricks-Builder mit dem Add-on Bricks Forge und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, starten wir direkt rein. Okay, wir starten wieder komplett von Anfang an mit dem Aufbau im Bricks-Builder. Dazu füge ich mir eine Section rein, benötige einen Block. Dort noch zwei Blöcke und wenn wir uns den Inhalt bzw. den Aufbau hier noch einmal anschauen, sehen wir, dass wir ein Grid haben mit zwei Columns. Heißt, ich kann hier diesen Block schon auf Grid setzen, Column 2. Wenn du dich wunderst, wo diese Einstellungen herkommen, ich nutze Core Framework und kann hier eben Variablen wählen, aber du kannst natürlich auch die Werte manuell eintragen. Auch für das Gap nutze ich eine Variable und benötige in diesem Block einen weiteren Block, dort drin ein Div, ein Basic Text und in meinem Div eine Überschrift und noch ein Basic Text und kann mir im nächsten Schritt den Inhalt schon rüber kopieren. Wähle meine Überschrift, einmal die Position und den Infotext. Setze hier den HTML-Tag auf einen Span, speichere einmal zwischen und benenne mir jetzt meine Ebenen hier. Heißt, wähle das Ganze Pinned Images. Diesen Part wähle ich Block Content, Content Inner, Content Wrapper, Position, also im Prinzip die Jobposition und hier mein Infotext und hier werden später die Bilder eingefügt, heißt ich wähle diesen Block Images. Anschließend kann ich meinen Inhalt schon stylen, heißt ich wähle zunächst einmal mein Content Inner, gebe dem Ganzen ein Gap und style meinen Infotext hier noch einmal. Heißt, ich wähle hier eine leicht transparente Farbe, so wie es auch hier umgesetzt ist. Im Prinzip eine Opacity von 0,6 und hier genau das gleiche. Speichere mir das Ganze. Muss im Anschluss meinem Content Inner eine Höhe von 90 SVH geben und richte mit Flexbox alles in der Mitte aus. Und mein Block Content, dort richte ich alles oben aus, speichere mir das und kann im nächsten Schritt dann weitermachen mit den Bildern. Okay, als allererstes geben wir diesem Block auch eine Höhe und zwar von 75 SVH und setzen diesen Block einmal auf relativ und dann wollen wir einmal den Overflow auf Hidden setzen und können zum nächsten Schritt einmal die Bilder hineinfügen. 3 Stück. Und im nächsten Schritt vergeben wir Klassen. Heißt, ich nutze dafür wieder Advanced Thema. Schau einmal noch kurz, ob auch hier wirklich alles korrekt benannt ist. Das sieht aber gut aus. Gehe einmal auf meine Pinned Images, Class Converter und generiere mir einmal die Klassen. Das sieht gut aus. Und kann hier im nächsten Schritt meine Bilder einmal auf Position
absolut setzen. Aber vorher wähle ich einmal noch die Bilder aus. Dann sieht man einfach ein bisschen schöner noch, wie das Ganze dann gleich aufgebaut ist. So. Also wir sehen ja jetzt, dass die Bilder hier untereinander sind, weil wir jetzt hier den Block schon auf Overflow Hidden gesetzt haben. Sieht man die Bilder nicht, aber so ist das eigentlich aufgebaut. Setzen das Ganze einmal wieder auf Overflow Hidden und im nächsten Schritt können wir die Bilder auf Position absolut setzen. Und somit sind die Bilder alle übereinander gestapelt. Richten das Ganze oben aus, ist es, soweit ich weiß, im Prinzip sowieso. Aber wir müssen noch hier meine Bilder einmal ein Aspect Ratio geben. Dazu nutze ich diese Werte und sehen jetzt, dass die Bilder verzerrt sind. Das heißt, wir müssen sie einmal noch auf Objected Cover setzen und sehen, dass das auf jeden Fall schon wieder passt. Schauen uns das Ganze nochmal an, wie es dann später auch auf der Live-Seite aussieht. Da ist es im Prinzip schon identisch, aber wir müssen noch, es ist noch nicht ganz identisch, weil ich sehe jetzt hier, dass das Bild auf jeden Fall noch ein bisschen größer ist. Geben dem Ganzen noch eine Höhe von 100% und sind auf jeden Fall jetzt genau da, wo wir hinwollen. Speichern das Ganze einmal wieder und müssen im nächsten Schritt noch den zweiten Bildern hier eine individuelle Klasse geben, die wir dann einfach gleich benötigen, um das Ganze im BricsForge Panel zu animieren. Heißt, ich kopiere mir diese Klasse einmal raus und stelle eine neue Klasse, nenne das Ganze einmal Animation, kopiere mir diese Klasse wieder und auch für das dritte Bild nutze ich diese Klasse, speichere mir das Ganze einmal wieder und können im nächsten Schritt dann weitermachen mit der Animation im BricsForge Panel. Eine Sache müssen wir noch machen, bevor wir mit der GSAP-Animation weitermachen, und zwar natürlich unseren Content-Wrapper hier, beziehungsweise unseren Content-Inner duplizieren. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig ausgerichtet auf Vertical und jetzt können wir hier das Ganze zweimal duplizieren, sodass das hier unten aufzufinden ist und jetzt können wir hier die Namen noch einmal eintragen, damit man später auch einfach die Animation gut sehen kann, dass es wunderbar funktioniert. So. Und jetzt können wir weitermachen mit der Animation im BricsForge Panel. Okay, wenn wir uns die Animation noch einmal anschauen, dann sehen wir, dass die Animation beginnt, wenn hier mein Grid circa, ja, es sind 15%, ich nehme es einmal vorweg, 15% vom Top Viewport sich befindet, wird hier mein rechter Block oben gepinnt und die Bilder dann rein animiert. Und genau das erstellen wir jetzt hier im BricsForge Panel. Dazu benötigen wir einmal eine neue Timeline, nennen die einmal Pinned Images. Wir lassen das Ganze beim Scroll-Trigger und kopieren uns einmal die Klasse unseres Grids hier raus, weil die unser Trigger-Selector ist, und wählen einmal, wir möchten ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, der Top-Part von meinem Grid soll sich 15% vom Top des Viewports befinden. Heißt, der erste Wert ist hier mein Grid, also der Top-Part von meinem Grid soll sich 15% vom Top-Viewport befinden und die Animation soll beendet werden, wenn der untere Teil des Grids sich am unteren Teil des Browserfensters befindet. Dann wählen wir einmal Use Scrub und wählen hier 0, damit das Ganze später linear passiert, und Use Pin. Und dort tragen wir einmal unseren Image-Block ein. Kopieren uns die Klasse einmal raus
Tragen diese hier ein, weil diese ja gepinnt werden soll. Und können im nächsten Schritt die Animation erstellen. Und dort möchten wir die Bilder animieren. Heißt, ich kopiere mir die Klasse, die wir zuvor erstellt haben, nur für das zweite und dritte Bild. Heißt die Animation hier. Tragen wir hier ein. Und müssen das Ganze dann einmal auf die Methode from stellen. Und dann wollen wir, dass die Bilder von 100% weiter unten nach oben gescrollt werden. Das Ganze sehen wir noch ein bisschen besser, wenn wir einmal unseren Block wieder auf Overflow Visible sehen. Dann sehen wir jetzt, dass die Bilder hier unten sind. Beziehungsweise wir sehen jetzt erstmal nur das eine Bild. Das Ganze haben wir jetzt eben hier mit Wixforge eingestellt. Und müssen hier ganz unten dann noch einmal auswählen Use Stagger und wählen einen Wert von 1 und speichern uns das Ganze dann einmal. Setzen wir unseren Block wieder auf Overflow Hidden und gucken uns die Animation einmal an und sehen, dass das Ganze auf jeden Fall schon wunderbar funktioniert. Hier ist schon der zweite Teil des Bildes ein bisschen sichtbar. Das liegt einfach daran, weil die Animation sozusagen schon gestartet ist. Wir benötigen, um das korrekt zu sehen, einmal noch einen Spacer hier oben. Dem gebe ich einmal kurz eine Höhe von 400 Pixeln. Speichere mir das Ganze noch einmal. Man wird diese Sektion ja höchstwahrscheinlich nicht als Hero-Section haben. Heißt, man scrollt die Seite runter. Jetzt wird der Block hier rechts gepinnt. Mein nächstes Bild kommt mit meinem Text. Und das dritte Bild mit meinem Text. Und dann ist die Animation beendet. Man sieht jetzt hier, hört das Pinning auch schon auf. Wenn ich mir den Block noch einmal dupliziere und den nach unten setze, dann sehen wir, dass man hier dann ganz normal die Seite runterscrollen kann und den nächsten Inhalt präsentieren kann. Und sind soweit durch mit der Animation. Wichtig ist zu wissen oder zu erwähnen, dass das Ganze natürlich nicht auf mobilen Geräten funktioniert. Also es ist wirklich nur eine reine Desktop-Variante. Aber um das Ganze responsive zu machen, kann man natürlich einfach hier ab der Tablet-Version meine Images auf Display None setzen. Und anschließend hier noch mein Grid auf jeweils ein Column setzen. Dann müssen wir natürlich hier noch die Höhe von meinem Inner einmal auf 0 setzen wieder oder beziehungsweise einfach auf Unset und können dem Ganzen dann hier ein Spacing geben ab der Tablet-Version und können dann hier noch ein Bild einfügen, jeweils in meinem Content Wrapper, der dann aber nur ab der Tablet-Version erscheint und natürlich in den Desktop-Versionen auch auf Display None gestellt ist. Und so ist das Ganze auch für mobile Versionen responsive. Ich zeige noch einmal, wie man das Ganze auf Smartphones dann umsetzen kann, sodass es kompatibel ist oder so wie ich es eben auch umgesetzt habe. Und zwar ist das Ganze dann wirklich ein einfacher Aufbau mit Bild, Überschrift, Subheading und Text. Und so funktioniert es eben auf allen mobilen Geräten.